Lass dir was von einem Älteren sagen, lass dir aber nichts einreden. Fehler gehören zum Lernprozess. Nicht gleich die Nerven wegschmeißen, wenn ein Fehler passiert. Und Genauigkeit. Schau auf die Genauigkeit. Mein Name ist Bernhard Schellberger, ich bin Schweißaufsichtsperson. Beim Schweißverfahren ist durch die Wärmeeinbringung ein Verzug, der ist einfach da. Und diesen Verzug in den Griff zu bringen, dass genau am Ende genau dieser Teil rauskommt, der gefordert ist, das ist die Herausforderung und das ist eigentlich das Coolste an dem Job. Ganz speziell im Sommer ist, wir müssen mit der ganzen Montur arbeiten. Wir können uns nicht ausziehen, wir können in dem T-Shirt arbeiten. UV-Strahlung ist bekannt, Sonnenbrand. Beim Schweißen extrem, hautkrebsgefährdend. Sehr heiß dann im Sommer mit voller Montur, einen Schweißhelm haben wir auch noch auf. Die Firma Rosenbauer erzeugt Feuerwehrautos, ist im Fahrzeugbereich tätig. Und meine Aufgabe ist als Schweißaufsichtsperson, den ganzen schweißtechnischen Prozess zu überwachen, inklusive Personen, Geräte, Material und ganzen schweißtechnischen Anforderungen. Dann wird die Arbeit von mir eingeteilt beim Personal. Dann werden eventuell Schweißpläne konstruiert, damit man die Schweißnahtlage, Schweißstrom, damit das alles richtig eingestellt ist. Und die Kontrolle, Endkontrolle ist auch meine Aufgabe und Reklamationen behandeln. Und es gehört auch zu meinen Aufgaben, wird aber meistens mit Hilfe des Technikers wird das abgestimmt. Da wird festgelegt, welche Schweißnahtlage, welche Position man schweißen muss. Einstellung der Geräte, eventuell Fehler behoben, im Vorfeld Fehler behoben. Ich muss natürlich auch die Schweißersatzteile für die Maschinen verwalten, eventuell kleine Reparaturen vornehmen und wie gesagt, die Schweißmaschineneinstellungen muss ich auch überwachen. Endkontrolle ist auch meine Arbeit. Ich arbeite in einem Team. Bei mir arbeiten 5 Schweißer. Die Aufsichtsperson bin ich die einzige. Ich bin in St. Pölten geboren, habe die Volksschule Hauptschule besucht. Anschließend habe ich eine Lehre gemacht bei einem Fahrzeugzulieferer. Bin dann nach der Lehre ins Instandhaltungspersonal übernommen worden, Instandhaltung in einer Eisengießerei. Das war kein recht sauberer Job. Und Instandhaltung muss man sich vorstellen, man sieht nichts Neues. Du reparierst nur, damit es weitergeht und ist für mich unbefriedigend gewesen. Dadurch haben wir gesagt, nein, ich möchte woanders hin. Jetzt schaue ich mir was anderes um. Bin dann zur Firma Rosenbauer gekommen im Jahre 91. Bin jetzt mittlerweile fast 23 Jahre dabei. Habe dort nach einigen Jahren den Werkmeister für Maschinenbau gemacht. Nach wieder einigen Jahren habe ich mir gedacht, der Chef an mich getreten und hat gesagt, wie wäre das, wenn Sie die Schweißabteilung da betreuen würden, als Schweißbeauftragter. Dann haben wir gedacht, ja, es wäre eigentlich ein guter Einstieg, mag es gleich in Schweißwerkmeister auch. Habe einen Schweißwerkmeister gemacht. Und seither, also Schweißwerkmeister, Schweißaufsichtsperson, und seither bin ich als Schweißaufsichtsperson seit mittlerweile 11 Jahren tätig. Also ohne die Ausbildung wird es nicht gehen, weil die Ausbildung für den Schweißwerkmeister geht sehr, sehr tief ins Materialwesen hinein und ohne den ist es nicht möglich. Die Eigenschaften, die man mitbringen sollte, wären Ausdauer und Genauigkeit.